Ja, das Ding wiegt schon eine ganze Menge. Tenrace, ein aufstrebender Hersteller aus den Niederlanden. 2021 als Crowdfunding-Projekt gegründet, gibt es jetzt schon eine ansehnliche Modellpalette. Ich habe zum Beispiel das CGO 600, das könnt ihr dort sehen, so ein Citybike schon gescheckt. Und jetzt haben wir hier das AGO X. Hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Genau um dieses E-Bike, ein sogenanntes SUV, geht es heute in diesem Video. SUV, ja, kennen wir alle aus dem Autobereich. Und was heißt das beim E-Bike oder beim Fahrrad? Ganz klar. Also ein E-Bike, das ihr sowohl im leichten Gelände als auch auf der Straße einsetzen könnt. Tja, ganz schön hohe Versprechungen. Und genau das will ich checken. In diesem Video ein schnelles Unboxing, dann natürlich die Montage, wie einfach oder kompliziert ist das Ganze, und dann geht's raus zu meinem Fahrcheck. Ich will wissen, wie ist der Komfort, wie ist der Motor, Drehmomentsensor, Bremsentest und so weiter. Aber jetzt nicht mehr lange quatschen, los geht's. So. Ein Sattel. Styropor. Nochmal. Nochmal. Habe ich dich getroffen? Nee, alles gut. Aber dich? So. Ah, jetzt bin ich aber gespannt. Da ist es. Dann. Tschüss. Hier, Zubehör, gucken wir gleich rein. Ich räume das mal hier alles weg und dann geht's gleich weiter. Gut, Pappkarton ist weg und was haben wir hier? Ganz viel Pappe, finde ich gut. Ein bisschen zu viel Kunststoff kann man heutzutage ein bisschen besser einpacken. Ja, Stichwort Nachhaltigkeit. Aber wir schauen erst mal hier in diese Wunderkiste rein. Also, was haben wir hier? Eine Mini-Luftpumpe. Werkzeug für die Montage. Ein Reflektor. Noch ein Reflektor. Weiteres Werkzeug, Imbusschlüssel. Manual in Englisch. Wenn ihr eine deutsche Version braucht, könnt ihr die euch aus dem Netz rausladen. Und, na klar, das Ladegerät. Los geht's. Hier müsst ihr echt vorsichtig sein, dass ihr, wenn ihr zu nah an den Rahmen kommt, euch den Lack nicht kaputt macht. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Ein Schutzblech vorne. Auch schön. Kein Plastik, sondern Alu und muss montiert werden. Hier sieht es jetzt ganz grauenhaft aus. Ich räume das auf und dann geht es um die Montage. Euren Schnellspannereien wichtig ist, diese Federn müssen immer, die sind so pyramidenartig aufgebaut, mit der schmalen Seite nach vorne zeigen. Und dann habt ihr hier auf der Seite, auf der anderen Seite eine Schraube und die muss so rein. Also wieder das Vorderteil zum Rad hin. Das war's schon. Einmal gucken. Läuft hervorragend. Ich höre nichts, schleift nichts. Schutzblech. Auch relativ simpel. Von hier einführen und dann hier die Schraube raus. Einmal da rein. Na, noch nicht festmachen. Dann kommt hier unten die Befestigung auf beiden Seiten. Und hier drüben auch. Und dann könnt ihr, wenn es einigermaßen angeflanscht ist, das Ganze fixieren. Und auch hier ganz klar, nach fest kommt kaputt. Also in dem Fall hier wirklich handfest auf der Seite, handfest auf der anderen. Und dann den hier, da braucht er wieder den etwas größeren Imbus für. Jetzt richtig fixieren. Sattel.
Ja, das ist natürlich super simpel. Schnellspanner einfach rein. Ihr habt hier einen Bereich Minimum, also nicht höher als dieser Bereich. So tief muss er rein. So, festmachen. Das war's. Pedale, auch total einfach. Einmal ein L und einmal ein R. Ich bin auf der rechten Seite. Reinschrauben. So, Vorderrad, Pedale, Sattel, alles montiert. Hier beim Lenker geht es total simpel. Sucht ihr euch hier die Markierung und die muss ungefähr, wenn ihr hier schaut, so mittig sein. In der Achse könnt ihr euch das einstellen, wie ihr es wollt. Erstmal nur handfest die Schrauben ran, und zwar über Kreuz, ganz wichtig. Und immer dran denken, nach fest kommt lose bzw. kaputt. Also nicht zu fest andrehen. Man kann hier empfehlen, vielleicht mit einem Drehmomentschlüssel zu arbeiten. Ansonsten handfest reicht völlig aus. Jetzt justieren wir das Ganze. Kann man auch, ob ich das schaffe? Tadadadam. Ja, kann man hier besonders gut justieren. Hier könnt ihr das Rad festhalten. Schön in die Mitte. Wie wollt ihr das haben, die Bremse? Manch einer mag es ein bisschen weiter vorne. Also so ist es für mich jetzt ideal. Ja, hier steht es nun, das Tenways AGO X. Das ist schon ganz schön mächtig und 29 Kilogramm, boah, das ist ja Fitness. Gucken wir uns das mal an. Hier, die Schweißnähte. Schau mal hier. Normalerweise hat man hier an den Stellen Schweißnähte. Es gibt keine, beziehungsweise die sind glatt geschliffen und lackiert. Sieht richtig gut aus. So, dann hier das Schutzblech vorne und hinten. Aluminium, kein Kunststoff, sondern Aluminium. Finde ich gut. Für mich immer ganz wichtig, das Display. Anna, komm mal hier rum. Wie ist es ablesbar? Also von der Helligkeit. Das sieht absolut gut aus. Klasse ablesbar. Dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Fahrstufen einzustellen. Vielleicht gehen wir auf die andere Seite rüber, dann siehst du es besser. Also 5 Fahrstufen an der Zahl. Länger raufdrücken auf die Anzeige, macht das Licht an und aus. Und hier kommt ihr in ein Menü rein. Also ihr habt hier eure Tripkilometer, eine Tagestour, insgesamt die Kilometer und, das kann ich gar nicht lesen, die Range 80 Kilometer. Dann kann man weiter, noch eine Seite. Hier habt ihr die durchschnittliche Geschwindigkeit, CO2-Ausstoß, wie viel ihr gespart habt und auch wie viel Bäume ihr letztendlich gerettet habt. Das Display gefällt mir sehr gut. So, und dann habt ihr noch etwas am Display, finde ich super, eine USB-C-Schnittstelle, damit ihr eure Geräte laden könnt und mit Strom versorgen könnt. Dann hier das Vorderlicht, natürlich gesteuert über die Bordelektronik, allerdings nicht ein Kurvenlicht, das euch in die Kurven reinleuchtet. Und hier hinten das gleiche, das Rücklicht, auch über die Bordelektronik. Das Kabel hier, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner machen können vom Design her. Sind wir gleich hier hinten bei diesem mächtigen Gepäckträger. 25 Kilogramm kann der aufnehmen. Das Ding sieht stylisch aus und ist wirklich unfassbar massiv. Wie das ganze Rad. Ich muss sagen, von der Verarbeitung her, das macht richtig einen guten Eindruck. Und dann grundsätzlich die Komponenten, die hier verbaut sind, alles hochwertige Unternehmen. Hier der Sattel von Cell Royal, die Federgabel vorne, eine SR Suntour, ja? Also alles hochwertig. 29 Kilogramm, ja, das ist eine ganze Menge, aber in dieser Kategorie ganz normal. Das System ist auf 36 Volt ausgelegt und an Bord ist eine 14 Ampere-Stunden große Batterie. Ja, und 14 mal 36 sind 504, also 504 Wattstunden Kapazität. Ja, und der Akku ist herausnehmbar, hier abschließbar und das ist natürlich wichtig, ja, 29 Kilo in die 5. Etage tragen zum Laden, hätte ich gar keine Lust zu. Ja, und bei den Zellen setzt Tenways auf hochwertige Zellen von LG und vollgeladen, also von 0 auf 100%,
Das dauert 4,5 Stunden. Kommen wir zum Motor. 250 Watt, ein Mittelmotor von Bafang. Bafang, das ist ein chinesischer Hersteller, der sich echt einen guten Namen gemacht hat und viele, viele Motoren gebaut hat für E-Bikes und auch elektrische Komponenten dazu. Im Tenways arbeitet der M410 von Bafang und der hat echt irre 80 Newtonmeter Drehmoment. Das ist wirklich eine ganze Menge. Stichwort Drehmoment. Ihr habt auch einen Drehmomentsensor. Was heißt das? Ganz einfach. Wenn ihr leicht in die Pedale tretet, gibt es leichte Motorunterstützung. Gebt ihr mehr Kraft, also mehr Drehmoment auf die Pedale, dann ackert der Motor mehr und gibt euch auch mehr Unterstützung. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h. Klar, das ist ja gesetzlich so geregelt und die Reichweite AGOX 100 Kilometer. Aber wir wissen es alle, das sind natürlich Laborwerte. Das heißt, ja, beim Fahrer mit 75 Kilogramm Gewicht, 25 Grad Außentemperatur, Windstille und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, sind die Reichweitenangaben von Tenways eigentlich immer sehr zuverlässig. Und 100 Kilometer, da kommt man schon ordentlich weit. Die Gänge 10 an der Zahl schaltet ihr mit einer Shimano De-Rore-Schaltung. Die Bremsen kommen auch aus dem Hause Shimano und sind, das gefällt mir richtig gut, hydraulisch gesteuert. An der Federgabel arbeitet eine SR Suntour, damit die gröbsten Stöße abgefedert werden. 10 cm Federweg, das Ganze ist lockbar und die Druckstufe ist einstellbar. Die maximale Tragfähigkeit liegt übrigens bei 120 Kilogramm. Das AGOX ist IPX4 zertifiziert, zu Deutsch allseitig gegen Spritzwasser geschützt. Der Motor und das Display sind nach IP65 wassergeschützt und der Akku ist IPX6 zertifiziert. Was heißt das? Schutz gegen starkes Strahlwasser und gelegentliche Überflutung. Ja, überfluten wollen wir es nicht. Es gibt auch eine App für iOS und Android. Da könnt ihr eure Fahrdaten einsehen, die Geschwindigkeit natürlich, gefahrene Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und was ich richtig klasse finde, ein kleines Navigationssystem. Könnt ihr euch eine Route erstellen lassen. Dann habt ihr hier auf dem Display eine kleine Pfeilnavigation. Checke ich nachher mal. So, das Wetter hat sich abgekühlt. Gestern 30 Grad, heute um die 18, 19. Irgendwie, hoffentlich regnet es nicht. Ich fahre ins Büro. Erste Tour mit dem Tenways. So, erstmal den Code eingeben und wir gucken mal nach dieser Schiebestufe. Also, Dauerdrücken auf die Minustaste. So, und ihr müsst auf der Minustaste draufbleiben. Dann schiebt er 5 Kilometer, 4 Kilometer, 5,3. Ja, ist jetzt natürlich völliger Quatsch. Aber wenn ihr Gepäck habt, also das Fahrrad wirklich voll geladen ist, ihr seid auf einer Trekkingtour, vorne Fahrradtaschen, hinten Fahrradtaschen, dann macht das schon Sinn, bergauf oder so. Also dauerhaft auf die Minustaste drücken und schon habt ihr die Schiebehilfe. So, wie ist mein allererster Eindruck? Unheimlich solide, also wirklich, als würde man einen Panzer fahren. Ja, so sind halt Trekking-Bikes. So, ich habe jetzt mal keine Unterstützung und will einfach mal sehen, wie fährt sich das Ganze ohne Unterstützung. Gehen wir mal einen Gang runter, meinen allerersten Gang. Schaltung ist super, super smooth. Ja, das kann man machen. Display-Ablesbarkeit habe ich ja schon im Ersteindruck gezeigt, jetzt auch hier. Gut, wir haben jetzt keinen Sonnenschein, aber das ist super. Auch die Farbigkeit schön übersichtlich. Einzig, wenn ihr in die weiteren Menüs blättert, wo dann so ein bisschen die statistischen Daten sind, da brauche ich eine Brille. Das ist ganz schön klein. Okay, das gefällt mir. Dann gehen wir jetzt mal. Unterstützung Stufe 1. Aha, oh, da kommt was. Ja, das kommt ordentlich. Und ich muss sagen, Programmierung, Controller, Drehmoment. Also sobald ein leichter Druck ist auf die Pedale, geht der los. Beim Anfahren, auch jetzt schon, super. Gute Reaktionszeit und nicht mit brachialer Gewalt, sondern tatsächlich, da kommt was. Das ist jetzt die Fahrstufe 1. Okay,
Gehen wir mal von der 1 gleich auf die 5. So, anfahren, Fahrstufe 5. Oh ja, da ist überhaupt keine Verzögerung. Und schon bin ich drin. 25. Sitzposition. Der Lenker ist schön breit und ihr habt ja fast eine Mountainbike-artige Sitzposition. Das heißt, dem einen oder anderen wäre das vielleicht zu sportlich. Mir gefällt es aber absolut. Das macht richtig Spaß. Wirklich, 27, Stufe 5. Jetzt arbeitet er natürlich nicht mehr mit. Aber das Anstrengungsniveau ist ziemlich gering. Jetzt zack, 20 und gleich kommt der Drehmomentsensor, sagt dem Controller, hallo, der Kerl da oben braucht Kraft und der Barfang setzt ein. Schön. Wirklich schön. Das ist immer oft so eine Sache. Gerade bei den Controllern, das ist dann das i-Tüpfelchen und macht oft den Unterschied aus. Also beispielsweise Hobbywings. Die stellen halt im Bereich E-Scooter Top-Controller her. Aber hier der Controller, auch jetzt in der Kurve, sanft regelnd, toll. Also, der Barfang 410 in Zusammenarbeit mit dem Controller macht einen richtig guten Job und man hört ihn kaum. Hört mal. Ja, hört mal, wenn ich quatsche. Moment. Jetzt. So ein ganz leichtes Summen und das war's schon. Federgabel habe ich jetzt gelockt. Wenn wir nachher in den Wald gehen und dann ein bisschen über Stock und Stein fahren, da bin ich gespannt, was die SR Suntour da so macht. Das kommt gleich. 2 Scheibenbremsen, das Ganze hydraulisch, schreit nach einem Bremstest. Bremsen aus voller Geschwindigkeit, Notbremsung, Vollbremsung. Und ich muss jetzt schon sagen, ich fühle mich gut, einfach sicher auf dem Ding. Los geht's. So. Okay, 25 und rein. Ja, super. Ordentlich. Die packen richtig, richtig zu. Hinten ist der Reifen ein bisschen weggerutscht. Aber ja, bei so einer Verzögerung, das soll schon sein. Gefällt mir ausgesprochen gut. Wer bist du denn? Guten Tag. Ja, hallo. So, jetzt geht es mal ein bisschen querfeldein. Dafür ist das Rad ja gemacht als SUV. Federung habe ich vorne angelockt. Das heißt, die vordere Federgabel arbeitet. Wunderbar. So, und jetzt schauen wir mal. Das ist wirklich mega komfortabel. So, jetzt geht es hier bergauf. Sehr holprig das Ganze. Aber genial. Die 80 Newtonmeter schieben hier. Das ist wirklich eine Sensation. Hier geht es echt bergauf. Lauter Wurzeln. Und ich komme hier vor wie in einer Sänfte. Und dann auch noch diese Motorunterstützung mit 80 Newtonmeter. Genial, genial. Und auch eine gewisse Wendigkeit hier. Also super, durch den breiten Lenker, fast schon Mountainbike-mäßig, sehr sportlich. Macht das einen riesen Spaß hier. Wow. Super. Und vorne die Suntour. Die regelt richtig ordentlich und dämpft hier meine Fahrt, sodass es richtig bequem ist. Macht das einen Spaß. Diese Kombination aus toller Federung vorne, ist ja kein Fully, und dem richtig starken 80 Newtonmeter kräftigen Barfangmotor, das ist einfach Weltklasse. Es wird hier abgefedert und wenn das dann mal ein bisschen bergauf geht, ja, völlig egal. Super, das könnte ich stundenlang machen, Freunde. Richtig gut und immer ein Vertrauen, weil das Ding wirklich richtig solide ist. Immer so ein Grundvertrauen, wo du dir sagst, ja, da passiert nichts.
Yippie! So, jetzt geht's bergab. Hier müssen die Federn ordentlich arbeiten. Ja, perfekt. Perfekt. Mann, macht das einen Spaß. Was ich auch richtig cool finde, ist die Funktion, dass ihr navigieren könnt. Das heißt, ihr gebt hier in der Tenways Navigation eine Straße ein, sucht euch eine passende Route und drückt auf Start. Und was passiert dann? Süden auf Lindenfelser Weg, danach links weiterfahren Ja. auf Lindenfelser Weg. Macht man das? Einfach unterbrechen, wenn jemand spricht? Nein. Wo war ich? Genau. Ihr gebt einfach euer Ziel ein und dann habt ihr eine Pfeilnavigation auf dem Handy. Mal sehen, wie das klappt. Was zeigt er mir denn an? Fahren Sie Richtung Südwesten. Ich fahre Richtung Südwesten. Das ist klar. Da er jetzt noch keine Straße hat, ist das jetzt im Prinzip eine Navigation nach den Kompassrichtungen. Das machen wir. Und gleich sind wir auf der Straße und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. So, jetzt da vorne kommt die Straße. Er zeigt an 50 Meter. Es geht bergauf und der Motor unterstützt mich. Boah, das ist so genial. Nach links, genau. So. Genau hier fahren wir links. Das machen wir mal. 0 Meter. Und schon zeigt er die nächste Kreuzung oder die nächste Fahrtrichtung, Anzeige 65 an. Hier geht es jetzt etwas bergauf und der Motor macht das perfekt. So, jetzt geben wir mal ein bisschen Vollgas. 25, schaltet ab. Da ist dann die Muskelkraft gefragt. Aber wie er anspringt und wie er sich dazu schaltet, ganz toll programmiert. Also super Controller. So, jetzt soll ich links fahren, stimmt. Also diese Navigation ist wirklich super. Ich muss euch das jetzt noch mal zeigen. Schaut mal hier. Da ist das Pfeilchen. Und er zeigt an, wir haben noch 94%. Das heißt, noch viel Spaß beim Fahren. Das Ding ist eine Spaßmaschine. Und zwar eine Spaßmaschine mit einer grundsoliden, guten Ausstattung und hervorragenden Qualität. SUV, Trekkingbike, egal wie man es nennt. SUV ist meines Erachtens nach echt die richtige Bezeichnung. Warum? Weil das Ding einfach grundsolide ist. Ja, die Komponenten vorne, eine SR Santur Gabel, dann ja, hier hydraulische Scheibenbremsen, Shimano, das Display toll ablesbar. Schaltung schaltet butterweich und dann natürlich das Sahnestück hier unten, der Bafang M410, 250 Watt Leistung, 80 Newtonmeter Drehmoment. Das ist wirklich sagenhaft. Und so muss ich sagen, diese Kombination aus Top-Verarbeitung, sehr guten oder sage ich guten Komponenten ist einfach überzeugend. Allein schon, dass sich Tenways hier die Mühe gemacht hat und die Schweißnähte wegzuschleifen und zu lackieren, das ist super. Hier richtig massiv. Also wow, für den Preis muss ich sagen, das ist ein richtig starkes, richtig cooles E-Bike. Ja, und ich muss jetzt hier weiterfahren. Gerade im Wald. Boah, macht das einen Spaß.